Herzlich willkommen bei meinem 20-minütigen Vortrag. Hier fasse ich meine Gedanken zum ablaufenden Jahr zusammen und gebe einen Ausblick auf das nächste Jahr. Wenn ihr dieses Video auf meiner persönlichen Website gestartet habt, dann seht ihr unten in der Zeitleiste, wo die Bedienelemente sind, zusätzliche Elemente, kleine Punkte oder Kreise. Das macht das Video interaktiv. Die kleinen Punkte bedeuten, dass es Links zu Quellen oder interessanten Stellen im Internet gibt oder Texte, die ich zur Erläuterung da erkläre, und die Kreise bedeuten, dass ich Verständnisfragen stelle, einfach so, damit man sieht, man kann das machen und damit überprüfen, ob das bisher Gehörte auch verstanden wurde. Weil ich viele Freunde habe oder auch Kursteilnehmer, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, findet ihr bei den Bedienelementen auch ein CC-Symbol. Damit könnt ihr Untertitel in diversen Sprachen abrufen. Deutsch ist natürlich auch dabei, dann kann man mitlesen, was ich spreche, aber es sind alle wichtigen Sprachen dabei, die es gibt, und zusätzlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit bei YouTube, meine gesprochenen Worte automatisch in über 100 Sprachen der Welt transkribieren zu lassen. Diese Folie habe ich überschrieben mit Produktivitätssteigerung durch KI. Technologieübergänge, die hat es schon immer gegeben. In diesem Jahr machten sie zu Anfang besonders in der Bildung von sich reden. Viele Lehrer erkannten, dass die Schüler schneller waren als sie, was die Nutzung von ChatGPT betraf. Das GPT, das steht für Generative Pre-Trained Trainer, und das ist genau das, was Schüler leisten sollen. Sie sollen etwas wissen und sie sollen durch neu Gelesenes das Wissen miteinander kombinieren und Neues absondern, also Neues beispielsweise als Aufsatz, als Bericht oder als Arbeit abliefern. Und das ist genau das, was ChatGPT und ähnliche Produkte hervorragend können. Man wirft ihnen ein paar Worte hin und dazu einen Auftrag, zum Beispiel einen Aufsatz zu schreiben. Und das klappt hervorragend. Und dass die Schüler das natürlich nutzen, das spricht für sie. Sie haben die Möglichkeiten der Technik für sich erkannt. Nichts anderes als die Menschheit, solange es sie gibt, auch tut. Wenn ein Werkzeug da ist und man kann es zur Erleichterung der Arbeit einsetzen, dann sollte man es auch nutzen. Alles andere wäre dumm. Wir haben erkannt, dass Metallverarbeitung in der Bronzezeit Vorteile brachte, weil man gegenüber denjenigen, die nur Steine als Werkzeug einsetzten, ein Vorteil war. Vorteilhafter war es dann später, Eisen einzusetzen oder die Dampfkraft zu nutzen bei den Dampfmaschinen. Oder, wenn man jetzt an die Waffen denkt, diejenigen, die Feuerwaffen einsetzen konnten, die waren dem Rüstzeug der Ritter überlegen. Und heutzutage ist es so, die künstliche Intelligenz einsetzen können, die sind effektiver als diejenigen, die das nicht können. Und deshalb ist das also absolut richtig. Ein Technologieübergang habe ich selbst vor 50 Jahren in der Schule miterlebt, als es um die Einführung von Taschenrechnern ging. Wir mussten noch lernen, wie man Logarithmentafeln nutzt, wie man irgendwas aus den Tafeln abliest, miteinander kombiniert, oder wie man Tangens berechnet oder Sinus. Das alles war in unseren Logarithmentafeln enthalten, aber das war dann plötzlich auf einer kleinen Taste im Taschenrechner vorhanden, und die ersten von uns, die fragten sich, warum sollen wir sowas nicht nutzen? Das ist doch viel effizienter als das, was uns die Lehrer da in Monaten beibrachten. Also das ist heute nicht anders, nur es geht eben nicht mehr um Mathematik, sondern es geht um Allgemeinwissen, es geht um geschriebene Texte. Und wenn die Technik das so einfach kann und die Schüler werden gezwungen, veraltete Methoden einzusetzen, dann ist das dumm. Und dass das besser ist
als das bisher Dagewesene. Das zeigt zum Beispiel auch, was an der Prager Uni da überlegt wird und was Folgen hat. Die Bachelorarbeit wird einfach abgeschafft, weil man gar nicht mehr nachvollziehen kann, ob das jetzt ein eigenes Werk ist oder ob man sich zum Beispiel von der künstlichen Intelligenz hat helfen lassen. Reiche Studenten, die konnten es sich schon vorher leisten, solche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die hatten das Geld, um sich Assistenten zu kaufen, die ihnen bei der Anfertigung der Arbeit in jeder Weise helfen konnten. Das kannte man ja schon. Das ist jetzt durch die künstliche Intelligenz besser geworden, demokratischer. Jeder kann kostenlos oder mit wenig Aufwand diese künstliche Intelligenz nutzen. Sei es da in Form von DeepL oder ChatGPT und Ähnlichem. Leistung muss in Zukunft anders bewertet werden. Nicht durch das Absondern von solchen Arbeiten, wie das am Jahresanfang dann die Schüler getan haben, oder ich habe es am Anfang auch nicht viel anders getan. Ich habe einfach, um das zu testen, ein paar Stichworte eingegeben, einen Auftrag, und war also erstaunt, wie einfach das ging. Man kann Leistung auch in anderer Weise bewerten. Zum Beispiel dadurch, dass man sagt, ihr dürft alles nutzen, ihr müsst es nur angeben, und ihr zeigt, wie ihr Effizienzsteigerung hattet durch den Einsatz dieser Werkzeuge. Das kann man machen, wenn man etwas längere Praktika vorsieht und die Schüler den Einsatz der Hilfsmittel dann auch beschreiben lässt und zeigt, was damit machbar ist. Die KI, so wie sie jetzt da ist und wie sie sich darstellt, ist nicht in der Lage, beispielsweise, wenn es sowas noch nicht gegeben hätte, den Eiffelturm zu konstruieren oder die kleine Nachtmusik zu komponieren, die Mona Lisa zu malen oder gar die Relativitätstheorie zu entwickeln. Wenn sie schon da ist, dann ist es kein Problem, dann kann man daraus Arbeiten ableiten. Aber wenn etwas noch nie Dagewesenes erschaffen werden soll, dann versagt die gegenwärtig vorliegende schwache Intelligenz. Auf diesem Stadium, da befinden wir uns nämlich mit ChatGPT und Ähnlichem. Deshalb halte ich die schwache Intelligenz, also das, was wir jetzt haben, für bedenkenlos. Und diese Werke, die das eingrenzen sollen, diese Möglichkeiten, die sind höchstwahrscheinlich nichts anderes als Bürokratie, die schädlich ist, die Sand ins Getriebe streut, wie vieles, was hier in der EU bürokratisch aufgebaut wurde, weil man damit junge Menschen oder kreative Menschen, die Neues entwickeln, aber erstmal gehindert werden durch gesetzliche Regelungen. Sie verschwenden ihre Zeit hier dadurch, dass sie überlegen müssen, können wir das so machen? Dann geht man am besten gleich in ein Land, wo es sowas noch nicht gibt. Deshalb muss man überlegen, wo wird künstliche Intelligenz gefährlich? Und da sehe ich auch Risiken, aber eben noch nicht bei dem, was zurzeit da ist. Gefährlich wird es erst, wenn wir die sogenannte starke künstliche Intelligenz haben. Intelligenz, die autonom handeln kann. Stellen wir uns vor, es gibt einen humanoiden Androiden, nennen wir ihn Stauffenberg oder Bond oder ähnliche, und der kriegt einen Auftrag, macht sich auf den Weg, überlegt er selbst etwas, um den üblen Diktator zu eliminieren. Und wenn man da einen Apparat konstruiert, der eigenständig denkt, dann kann man natürlich gleich mehrere produzieren, falls der erste versagt und den Diktator eben noch nicht ausschaltet. Solche Apparate kann man dann wahrscheinlich genauso preiswert produzieren wie die vielen 100.000 Drohnen, die hier im Ukraine-Krieg im Einsatz kommen. Nur die sind ferngesteuert und die brauchen noch menschliches Zutun. Aber wenn man sich vorstellt, die kriegen nur ihren Auftrag, diese starke künstliche Intelligenz in Form von Maschinen, die vielleicht auch humanoid aussehen, und die sollen sich dann auf den Weg machen. Die könnten natürlich auch auf die Idee kommen, wenn sie autonom sind, dass sie sich selbst was überlegen und vielleicht auch überlegen, brauchen wir die Menschen überhaupt noch? Wir können das ja alles selbst viel besser und wir machen auch die Welt nicht so kaputt, also die Umwelt wird von uns nicht so zerstört, wie das die Menschen tun.
Das wäre eine ganz neue Perspektive und da ist natürlich sinnvoll, drüber nachzudenken. Aber von diesem Szenario, da sind wir noch jahrelang entfernt und ChatGPT kann sowas in keinster Weise leisten. Diese Folie behandelt meine eigenen Erfahrungen. Am Jahresanfang habe ich nicht anders gehandelt als die von den Lehrern kritisierten Schüler, die einfach nur ein paar Stichworte nahmen und den Auftrag und damit dann etwas erzeugten. Das konnte ich auch, aber ich konnte dann also auch schon schnell erkennen, wo man das dann also auch gebrauchen kann. Ich bin immer noch Online-Dozent und habe Lerngruppen von 10 bis 25 Teilnehmern und die fordern von mir, dass ich sie optimal auf die Prüfungen vorbereite und das sind Multiple-Choice-Prüfungen mit einer Fragestellung und möglichen Antworten. 1 bis 4 Antworten können auch richtig sein. Und da ist natürlich genau das, was die künstliche Intelligenz leisten kann, richtig. Die Teilnehmer werden von mir auf der Basis von E-Books vorbereitet. 200 Seiten sind die etwa maximal lang. Und da gibt es 15 bis 20 Kapitel. Und zu jedem Kapitel kann man dann auf Basis des Lernzielplans Fragen stellen. So ähnlich gehen dann auch diese Tests vor. Das sind also Fragen, die auch auf dem Lernzielplan des Computerführerscheins basieren. Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass man sich diese Texte aus den Kapiteln des E-Books kopiert und kombiniert die mit den Lernzielen und bittet dann die künstliche Intelligenz, leite daraus Multiple-Choice-Fragen ab. Und das hat die Teilnehmer natürlich sofort überzeugt, weil sie sahen, sie müssen also bis zu 7 Prüfungen machen, sie sahen schon bei der ersten Prüfung, dass das, was von der KI als Frage ausgewählt wurde, nicht viel anders war als das von den echten Prüfungen. Und das ist natürlich eine tolle Sache gewesen. Allerdings konnten von diesen Teilnehmern vielleicht nur 10 oder 20% das selber nachvollziehen. Ich musste im Prinzip selbst in der Lage sein, diese Texte aus den E-Books zu kopieren und dann entsprechend mit der künstlichen Intelligenz daraus diese Tests zur Vorbereitung der Prüfung ableiten. Das ist natürlich eine tolle Sache und das habe ich dann also auch bei Stoff nachgeholt, den ich selbst erzeugt habe. Da gibt es das Edersee-Video, wo ich mit Angehörigen über den Edersee fahre mit dem Schiff und dabei dann mich erinnere oder Dinge, die in der Umgebung sind, die werden dann also thematisiert und da wird dann ein Link eingesetzt. Man kann also eine ganze Menge dann interaktiv machen. Dann habe ich später im Jahr, im November, aus persönlichem Anlass, zufällig an dem Tag, wo Henry Kissinger starb und die Deutsche Welle ein Video produzierte bzw. ein Video freigegeben hat, da habe ich gesehen, da kann man ganz einfach mit einem vorhandenen Video Neues generieren. Henry Kissinger, die wenigsten werden sich von den Jüngeren an den erinnern, der war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre der wichtigste Berater amerikanischer Präsidenten. Er hat für Nixon und für Gerald Ford gearbeitet und spätere Präsidenten, einschließlich des Präsidenten George W. Bush beim Attentat auf das World Trade Center. Da hat er ihn auch wieder befragt, weil er eben umfassendes Wissen hatte und weltweit agieren konnte. Ich habe zu Henry Kissinger auch Texte zusammenfassen lassen und habe Fragen generiert. 16 Stellen im Video, seht ihr da, die haben Kreise. Das habe ich nicht selbst gemacht, weil der Text war auch in Englisch, sondern ich habe die KI gebeten, Vorschläge zu machen, die ich dann passend ausgewählt habe. Bei manuellem Arbeiten meinerseits hätte das ein Mehrfaches an Zeit bedurft als mit der KI. Im Zusammenhang mit den Urheberrechten der Deutschen Welle habe ich dann auch die KI befragt, ob es da Bedenken gibt, wenn ich deren Materialien bei YouTube
mit solchen Ergänzungen versehe. Und da hat die KI gesagt, das ist im Prinzip nichts anderes als das Einbetten von Videos. Und jeder, der bei YouTube ein Video bereitstellt, der erlaubt das automatisch, sonst würde es ja nicht bei YouTube bereitstellen. Die Antwort war kurz und bündig. Und da habe ich dann auch gleich an mich selbst gedacht, wie ich da vor Jahren hätte Arbeit einsparen können. Das habe ich hier auch verlinkt. Ich habe vor etwa 10 Jahren mal etwas veröffentlicht. Das hat die Anwälte der dpa Picture Allianz auf den Plan gerufen, um mir dann eine Forderung zuzustellen. Ich war sicher, dass diese Forderung unberechtigt ist, aber weil ich mir nicht ganz sicher war, habe ich noch nicht gleich einen Rechtsanwalt eingeschaltet, sondern selbst recherchiert. Das hat mich längere Zeit in Anspruch genommen, vielleicht 3 bis 5 Tage insgesamt. Und dann wusste ich, dass mir nichts passieren kann. Und so ist es dann auch geschehen, weil ich dann gar nichts unternommen habe. Dann landete das beim Kasseler Amtsgericht und der Richter hat in meinem Sinn entschieden. Heute hätte ich das, was mir von den Hamburger Anwälten da zugestellt wird, einfach der KI übergeben und die reklamierte Webseite dazu. Und dann hätte mir die KI gesagt, Konrad, lehn dich zurück, sei entspannt. Das ist nicht berechtigt, was die fordern. Übergib das Ganze einem Anwalt. Die Kosten wird die Gegenseite tragen. Und das hätte mich dann vielleicht 1 Stunde gekostet. Das ist also ein Vorteil, den ich da also auch sehe. Berater zu haben, den früher nur wohlhabende oder gut mit Budget ausgestattete Angestellte in größeren Unternehmen hatten. Die KI erlaubt mir jetzt, dass ich selbst auf solche Ratschläge zugreifen kann, ohne dass ich da tief in die Tasche greifen muss. Zum Schluss auf der letzten Folie meine Planungen für das Jahr 2024. Ich plane individuelle Einzelschulungen per Videokonferenz und das Ganze wird dann, wenn es mehrere Menschen gibt, die sich für das, was ich anbieten kann, interessieren, die werden dann auch in Lerngruppen beispielsweise auf einer Moodle-Lernplattform zusammengefasst, damit sie sich gegenseitig austauschen können und das Ganze natürlich kostenlos. Das Einzige, was ich in Rechnung stelle, ist, wenn ich bei Einzelnen die Einweisung mache, das kostet aber dann nur einen zweistelligen Betrag und da gibt es dann beispielsweise 2 Unterrichtseinheiten, die man auf verschiedene Termine verteilen kann. Und da erkläre ich dann, wie die Plattform funktioniert, wie man das Ganze nutzt. Und wenn man dann als Teilnehmer da Fragen hat, dann kann man mich jederzeit wieder ansprechen, so wie ich das vor über 40 Jahren oder 45 Jahren machen konnte, als ich meine Diplomarbeit anfertigte. Da gab es den Professor Schmucker und der stand bereit, wenn ich Anleitung bei meiner Arbeit brauchte. Ich sollte so viel wie möglich mir selbst erarbeiten, aber wenn ich dann eine Stelle hatte, wo es Fragen gab, dann konnte ich ihn ansprechen. Und das fand ich ideal und sowas plane ich also auch hier, dass man so weit wie möglich sich mit anderen auf der Plattform austauscht oder im Internet sich das Ganze erschließt. Aber wenn es dann schwierig wird, dann stehe ich zur Verfügung und das wird natürlich dann auch im üblichen Umfang honoriert, aber nur das. Die Weiterbildung, die ich da plane, die soll ähnlich wie das im Beispiel von Henry Kissinger gezeigt wurde, Menschen in die Lage versetzen, beispielsweise solche Lernmaterialien mit H5P zu erzeugen. H5P steht für moderne Browser ist das nutzbar und da kann man diese Interaktion nachbilden. Und damit das fächerübergreifend an einem Thema gelingt, was für alle Menschen relevant ist, habe ich dann auch an die Klimawandel-Videos der Deutschen Welle gedacht. Die sind sehr gut. Da habe ich also auch in der Anlage was verlinkt. Und die kann man natürlich dann nehmen, so als roten Faden, um das, was ich hier mit der künstlichen Intelligenz im Bereich von Lern- und Bildungsmaterialien machen kann, zu zeigen. Aber gleichzeitig kann dann jeder oder jede der Teilnehmerinnen sich was überlegen, was sie selbst sich erstellen will. Das Thema ihrer Wahl bei YouTube raussuchen und dann so etwas in ähnlicher Weise zu produzieren, wie ich das bei Henry Kissinger vorbereitet habe. Das, was also hier mit dem
Beispiel zum Klimawandel passieren soll. Das ist also eine ideale Sache, um die Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Allgemeinbildung und des fächerübergreifenden Lernens zu erschließen. Ja, das war's zum Abschluss. Ausblick auf die Möglichkeiten des Jahres 2024, wenn man mit mir Kontakt aufnimmt. Ich freue mich, wenn ihr hier im Video neue Anregungen bekommen habt zum Einsatz von künstlicher Intelligenz. Lasst von euch hören in Form von Kommentaren oder von Mails, die ihr mir sendet. Ich bedanke mich und wünsche euch ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2024. Tschüss.